Eine Burg vom Teufel höchstpersönlich erbaut? Das sehen wir uns genauer an. Die Felsenburg liegt auf der gleichnamigen, 136 Meter hohen Felsformation gegenüber von Bad Münster. Der Ort bietet spektakuläre Ausblicke auf die umliegende Landschaft. Alleine schon deshalb lohnt sich der Aufstieg. Laut einer Legende wurde sie vom Teufel über Nacht erbaut. Dazu später mehr. Die Ursprünge der Burg gehen auf das 11. Jahrhundert zurück. Die Erbauer waren vermutlich die Nahegau-Grafen, die sogenannten Emichonen. Die Familie, welche auf der Burg auf dem Huchinstein, so der damalige Name der Felsformation, residierte, nannte sich fortan Herren vom Stein. 1160 vermählte sich Siegfried I. mit Lucardis, der Tochter des Rheingrafen Embrecht I. von Rheinberg. 6 Jahre später erbte ihr Sohn Wolfram die Grafschaft im Rheingau und bezeichnete sich fortan als Rheingraf. Der neue Titel übertrug sich im Laufe der Zeit auf die heute noch gültige Namensgebung der Burg und des Felsen, auf welchem sie steht. Siegfried II. Verlor nach der Schlacht bei Sprendlingen 1279 alle seine Besitzungen auf der rechten Seite des Rheins an den Bischof von Mainz. Er verlegte seine Residenz nun hierher und nannte den Felsen Rheingrafenstein. Doch die Familie ließ sich von dieser Niederlage nicht beeindrucken und vergrößerte im 14. und 15. Jahrhundert ihren Einfluss wieder. Durch geschickte Heiratspolitik gelangten in dieser Zeit die Wildgrafschaft und die Hälfte der Grafschaft Salm in ihren Besitz. Im Jahr 1610 bildete sich schließlich eine eigene rheingräfliche Linie. 1632 wurde die Familie in den Fürstenstand erhoben. 1620, während des Dreißigjährigen Krieges, eroberten spanische Truppen unter dem Befehl von Heerführer Spinola die Burg. Etwas später nahmen die Schweden Rheingrafenstein ein. Das endgültige Ende der Felsenburg folgte im Pfälzischen Erbfolgekrieg. 1689 eroberten die Truppen des französischen Königs Ludwig XIV. Die Burg. Unter der Führung von General Mellac wurde Rheingrafenstein schließlich gesprengt. Ein großer Teil der noch vorhandenen Mauerzüge wurde schließlich 1721 zum Bau der Salinen in Münster verwendet. Der Rheingrafenstein verblieb noch bis Ende des 18. Jahrhunderts im Besitz der Familie. Dann gelangten dieser und die Ruine zusammen mit dem Huttental an die Gemeinde Münster. 1835 kauften ihre Nachkommen die Besitzungen zurück. Heute ist die Burgruine ein lohnendes Ausflugsziel. Am Fuße des Rheingrafensteins gibt es eine handgezogene Personenfähre.
Mittels dieser gelangt man über den Fluss und kann anschließend über einen Fußweg zur Ruine hinaufwandern. Kommen wir zur Legende. Nach einer durchzechten Nacht schloss einer der Grafen von der Kautzburg einen Vertrag mit dem Leibhaftigen. Ich, der Teufel, werde auf dem Rheingrafenstein in einer einzigen Nacht ein Schloss erbauen und es dem Ritter von der Kautzenburg schenken. Dafür soll die Seele des Ersten, der aus einem Fenster des Schlosses schaut, mir gehören. Wider den Erwartungen des Grafen stand am folgenden Morgen eine stattliche Burg auf dem hohen Felsen. Nun erst wurde ihm klar, worauf er sich eingelassen hatte, und die Angst erfasste ihn. Er wollte keinesfalls in die Teufelsburg einziehen. Seine Gattin überredete ihn aber schlussendlich doch. Die Gräfin ritt, gefolgt vom Burgkaplan, den Felsenpfad hinauf. Ihr Gatte und seine Mannen kamen zögerlich hinterher. Der Teufel saß derweil in Gestalt eines großen Raubvogels auf dem Dach der Burg und beobachtete das Treiben. Er freute sich schelmisch, als er den Kaplan sah. Ganz sicher würde er seine Beute werden. Doch er hatte nicht mit der schlauen Gräfin gerechnet. Diese durchschaute seine Pläne und ließ einen Esel in den Rittersaal bringen. Dieser wurde mit der Soutane sowie dem schwarzen Käppchen des Geistlichen bekleidet und zum Fenster gebracht. Voller Freude stieß der Teufel auf sein Opfer nieder, packte es mit seinen Krallen und trug es davon. Hoch in der Luft fing der Esel angsterfüllt „Ia, Ia" zu schreien. Der Teufel erkannte nun, dass man ihn überlistet hatte. Er stieß einen entsetzlichen Fluch aus und ließ den Esel los, welcher in die Tiefe stürzte.